Wer programmiert denn sowas? Wer programmiert... Hallo, ich bin deine Schmeckser und ich bin hier, um dich auf das fantastische Gronkh-Stream-Archiv aufmerksam zu machen. Stream verpasst? Dann kannst du ihn auf gronkh.tv einfach nachschauen. Das war's auch schon. Dann gehe ich mal wieder und hör dir später heimlich beim Schlafen zu. Das Video heißt I added being alive to every block in Minecraft. Das heißt, man sieht es hier schon ein bisschen. Jeder Block in Minecraft lebt jetzt. Und ich habe das Video abgebrochen, wollte das mit euch gucken. Ich fand's ultra lustig. Ist sehr cool. Ist auch eine sehr geile Mod. Ich würde mir die, glaube ich, nicht installieren. Vielleicht mal als Spaß, aber... I added being alive to every block in Minecraft. If you're confused by what this means, you can clearly see every block is now a living, breathing thing. Und das ist irgendwie ist es süß, aber ich habe das Gefühl, ich würde immer auf Lebendem rumtreten. Und was ist, wenn die unter mir einfach beiseite gehen, alle? This means that instead of mining, you'll just have to beat every block in a fight. Die Armen. Und du musst halt alle You'll notice umbringen. that blocks will drop with their arms and legs still attached. Oh Which will stay nein. true for any blocks that you Oh craft. nein. And also for tools made out of these blocks. If you drop one of these tools by accident, Das ist it'll so run süß away einfach. from you. Das ist so But this süß. is nowhere near as inconvenient as how loud furnaces scream when you smelt their insides. Wir können, wenn es die Mod irgendwo gibt, können wir die mal ausprobieren, aber... How beds run away from you. Nein, If Bett you bleibt want to stehen. stop blocks from attacking you, you can shear off their arms. And if you want them to stop running away, you can shear off their legs too. Alter, diese ruhige, sonore Stimme dabei. Ja, wenn du nicht willst, dass die Blöcke dich angreifen, dann schneid ihnen doch die Arme ab. Und wenn du nicht willst, dass sie weglaufen, dann schneid ihnen die Beine ab. Ja, okay. Klingt absolut legitim, ja. Combine 4 sheared limbs to get a regular full block. But I bet you didn't even consider that these blocks now need wheelchair. Soweit habe ich nicht gesehen. Muss ich die Rollstühle craften und vor allen Dingen sind die Rollstühle auch am Leben? Timmy! Ja, der Timmy. Der kleine Timmy. Oh. To move around. Aber And if you took their arms too, you'll need someone else to push them. wer programmiert denn sowas? Wer programmiert? Warum diese Details einfach? Der muss ja auch legitim da gesessen haben und so. Ja, okay, gut, wenn die keine Beine haben, dann fahren die auf einmal im Rollstuhl. Ja, und wenn die keine Arme haben, dann kommt noch ein anderer Block und schiebt. Das muss ja alles reinprogrammiert haben irgendwie. Das hat gedauert. Ja, das war nicht ein zufälliger Prozess, der da entstanden ist. Was ist hier mit dem Mann? That's pretty sick and twisted of you. Ja, nein, von dir. On top of being ridiculously laggy, one of the biggest consequences of every single block in your world being alive is that if you blow up a block of TNT, you're now killing a bunch of dirt blocks that probably had dirt families and everything. In loving memory of Dirtblock 210873. Das war mein Lieblings-Dirtblock einfach. Der war so lieb immer. If you blow up a living TNT, that's gotta be a war crime. But you're also killing a bunch of dirt blocks and a TNT block. And I don't need to remind you again about the TNT blocks family. It's really hard to live with the guilt of your actions, but especially now that I've added the ghost blocks of every block you've killed to follow you around as a constant reminder. Aber okay, was ist denn, wenn ein Creeper kommt? Was ist denn, wenn ein Creeper ein Loch in die Gegend reißt? Was ist denn dann? Und was passiert mit den Zombies, wenn wir die umbringen und so? Haben die auch einen Geist? Das wäre eigentlich ziemlich cool. These ghosts honestly just made the game even laggier. So I made a guilt-free version of this mod where the blocks are still alive, but they're not all wiggling around, and so the game isn't rendering 8 million animations 20 times per second. To make sure that these blocks are alive, you can just punch them, or you can open them up to see their beating hearts. What's interesting is that everyone... Kann ich das Herz entfernen? Ich frage für einen Freund. Iron blocks create iron golems in vanilla Minecraft because iron blocks already had organs and the other blocks didn't. But now that I've given every block an organ, you can now make golems out of any block.
Different blocks make golems with different properties, like how wood Oh, wie süß der aussieht. Hallo, hallo, ich bin's, Golem. is flammable, so this wood golem will scream when you set him on fire. But this gold ore golem will eventually just get smelted into ingots. Oh. Sand has gravity, so sand golems will collapse basically immediately. But these log golems will protect trees in the same way that iron golems protect villagers. Okay, ist aber cool. You can build a crafting table golem and then right-click him to open up a special crafting table that lets you craft big pickaxes. Was? And these anvil golems What? can repair blocks, but this can be annoying when you're just trying to build. Anvils are heavy, so an anvil golem will also flatten you instantly if he lands on you. Oh. Minecraft also has snow golems, obviously because snow blocks had organs to begin with. But this means you can also build other golems like a snow golem. Okay. Different blocks make your golem look different, like how this fence golem is super skinny. Or how this pumpkin head golem has 3 heads but no body. Hä, wie cool. Snow golems leave a trail of themselves wherever they go. And these new golems are the same. Oh Gott. This leaves golem leaves leaves everywhere. And this glass golem leaves broken glass everywhere, which can quickly turn a nice village into San Francisco. Some golems have other special abilities, like how you can get fully absorbed by a slime golem. This lets you control them, and is also the closest you can get to being inside something else in Minecraft. Over time, your body will fuse with the slime, and you'll start looking like this. But you can prevent that by jumping in water and splitting up with your slime buddy. You can also build Warum ist das so komplex einfach? Das hört gar nicht mehr auf. Warum ist das so unfassbar komplex? these sideways golems, and also these sideways golems that actually spawn naturally to protect these sideways villages and the sideways villagers that live there. Was? This is important Was? because these sideways villagers can't do much except for shuffle and squirm around on the floor. They eat from these sideways crops, Was? and if you harvest some sideways carrots and eat Was? them, you'll become sideways. This is obviously true for these sideways cows and their sideways beef as well. To stop Was? being sideways, I added this new rotation block, and when you spin it, it will rotate whatever is on top of it. Ich finde diese Mod irgendwie voll geil. Ich weiß nicht warum. Ich finde die ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Niemand soll diese Mod spielen, aber ich finde die voll geil. This works for blocks too. Okay, das ist aber auch cool. Although if you do it to a chest, all the items inside will fall out. If Ist you das use a dumm? rotation block Oh, to ist das spin dumm. another rotation block, your entire world will get turned sideways. Hä, wie I cool. actually got really nauseous trying to film this. And Oh God. speaking of nausea, if you get on the rotation block and spin it too fast, you'll get dizzy and this will happen. If you liked throwing up, or every block in your game being alive, or watching this guy push himself around on a wheelchair after you removed his limbs, you're a sinner. But you should also like the video. Speaking of sinning, I'm adding the power of prayer to Minecraft next time, so subscribe to not miss it. I'll see you soon. Ich habe das Gefühl, allein durch das Gucken dieses Videos bin ich gerade böser geworden. Ich will diese Mod. Ich lasse auf jeden Fall ein Like da. Ich werde den Channel abonnieren. Ich schicke euch einen Link raus, falls ihr selber spielen wollt. Ich hoffe, das ist da drunter. Holy shit, wie gut ist das denn? Also an einigen Stellen hat man gesehen, da waren die anderen Blöcke nicht mehr lebendig. Also man kann offenbar optional dies oder das installieren oder einschalten. Also kann man sich das, glaube ich, aussuchen, was man davon nimmt. Voll geil. Ist kein 1. April-Video, ist ein Typ, der wohl öfter solche Mods macht. Und ich würde sagen, wir können da ab und zu mal reingucken. Aber das hat mich so gekickt, das wollte ich mit euch schauen. Jetzt wisst ihr auch warum. Weil ihr genauso verdorben seid wie ich. So. Ich schicke euch einen Link raus, lasst ein Like da auf jeden Fall und lasst einen Kommi da von Algo und ladet euch gerne die Mod runter und experimentiert damit rum. Ich bin gespannt auf eure Fotos auf X oder wo auch immer.
Ich bin super gespannt. Holy sh...